Hallo liebe Freunde der Chormusik, herzlich willkommen bei Alwins Chor- und Komponistenküche. Ich habe euch heute was mitgebracht. Für die Jüngeren unter euch ist es keine CD, sondern es ist eine alte Diskette, eine 5,25 Zoll Diskette aus dem Jahr 1992. Das war meine erste Notengrafik-Software, mit der fing ich damals an zu arbeiten. Und da musste ich auch noch, wenn ich eine neue Datei angelegt habe, festlegen, ich hätte gern so viele Systeme pro Seite und so viel Takte pro System. Das stammt noch aus einer Zeit, als man Noten in Platten gestochen hat. Das heißt, man musste sich vorher im Klaren darüber sein, wie viele Systeme habe ich auf einer Seite, wie teile ich das ganze Werk auf, damit es nachher genau auf die Seitenzahl passt, in der es dann als Ausgabe erscheinen soll. Heute geht es ein bisschen anders zu. Man kann das zwar auch in Sibelius festlegen, das ist nämlich eine Frage aus der Community gewesen, wo ich das festlegen kann, wie viele Systeme pro Seite, wie viele Takte pro System, aber in der Regel geht man ja anders vor. Man erfasst zunächst mal den Inhalt und das Design, das erstellt man dann später unabhängig vom Eingeben des Inhaltes. Das kann sich ja im Laufe der Arbeiten auch noch verändern, erweitern und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es diese Möglichkeit, das werde ich euch zeigen, und es gibt noch ein paar ganz, ganz wichtige Hinweise, vor allen Dingen am Ende vom Video, deswegen würde ich auch dranbleiben. Also, es geht los. Hier haben wir ein Sibelius-Dokument und wir schauen uns zunächst mal für das Dokument selbst die Einstellungen an. Wir sind hier im Reiter Layout und hier vorne können wir zum einen Render einstellen, die Ausrichtung Hochformat, Querformat und das Papierformat selbst. Da steht jetzt im Moment auf Letter und da stelle ich mal ein auf unser europäisches DIN A4. Der nächste Punkt wäre das Dokument einrichten. Das finden wir hier. Oder durch Drücken der Kombination STRG D. Hier können die Seitenränder für die linke und für die rechte Seite eingestellt werden. Und unten können die Notenzeilenränder für die erste Seite und für alle Seiten nach der ersten Seite eingestellt werden. Auch hier könnte nochmal das Format und die Ausrichtung eingestellt werden und ob wir in Inch oder Millimeter oder Punkt rechnen wollen. Das heißt, im Prinzip finden wir hier in dieser Einstellung STRG D alles, was wir brauchen. Und dann schauen wir uns jetzt die Instrumente an. Hier sind ja schon 4 Instrumente angelegt. Gehen wir mal etwas näher ran. 4 Sängerstimmen, Sopran, Alttenor, Bass. Unter Start hinzufügen oder entfernen hier, wenn ich mit der Maus drüber bleibe, sehen wir auch die Beschreibung der Funktion und auch das Tastaturkürzel I. Dann habe ich dieses Fenster, ich sehe die bereits vorhandenen Stimmen und könnte hier hinten jetzt auch sagen, in welcher Größe diese Stimmen angezeigt werden sollen. Wir ändern das mal von normal auf mittel bei den unteren beiden Stimmen und schauen uns mal an, was passiert. Das ist gut zu erkennen, dass Tenor und Bass jetzt entsprechend kleiner sind. Hier könnte ich aber jetzt auch weitere Instrumente hinzufügen. Ich drücke nochmal die Taste I. Zunächst würde ich hier nochmal den Wert der Größe auf die alte zurücksetzen und wir machen hier mal noch eine Klavierstimme dazu. Doppelklick und wir sehen auch hier, das Klavier ist jetzt hier oben. Ich markiere diese beiden Zeilen und sage hier verschieben nach unten und ich möchte gerne, dass dieses Klavier kleiner angezeigt wird. So, jetzt haben wir hier auf der ersten Seite einen großen Abstand zwischen diesen beiden Systemen und das kann ich jetzt so raufziehen hier und dann rückt automatisch das System auf der anderen Seite nach. Wir kommen gleich aber noch an einen Punkt, wo auch diese Abstände eingestellt werden können. Jetzt aber nochmal zu den Instrumenten bzw. zu dem Erscheinungsbild hier vorne. Zum einen haben wir hier die Stimmennamen voll ausgeschrieben und im nächsten System nicht. Auch das können wir beeinflussen im Reiter Erscheinungsbild.
Dann steht hier Instrumenten, Notenzeilen, Namen und hier oben am Anfang anschließend und am Anfang einer neuen Sektion. Also am Anfang wollen wir die Instrumentennamen voll anzeigen. Anschließend könnten wir auch sagen voll. Dann sehen wir jetzt schon, dann haben wir das genauso wie im ersten System. Ich mache das nochmal weg, ohne. Oder ich könnte sagen abgekürzt, dann würden die Instrumentennamen abgekürzt. Auch das mache ich jetzt wieder weg, ohne. Dann steht hier am Anfang neuer Sektion. Das hatten wir schon mal in einem anderen Video. Wenn ich jetzt sagen würde, hier rechte Maustaste Inspektor, an der Stelle endet eine Sektion. Da füge ich dann auch noch, damit das optisch klar ist, über Notation Takt Strich einen Schlussstrich hinzu. Dann sehe ich hier, ist die erste Sektion zu Ende. Und weil die zu Ende ist, Inspektor mache ich weg aus besserer Sichtbarkeit, habe ich dann nochmal hier die Namen, weil ich unter Erscheinungsbild hier gesagt habe, am Anfang neuer Sektion sollen die Instrumentennamen nochmal voll angezeigt werden oder abgekürzt oder überhaupt nicht. Dann haben wir hier am Anfang ja Klammern und wir haben Akkuladen und die kann man markieren und auch wieder entfernen. Und unter Umständen bei größeren Partituren könnte man jetzt hier eigenständig das bestimmen. Ich mache das jetzt hier, wenn es auch bei diesem Beispiel jetzt keinen Sinn macht. Unter Notation ganz rechts sage ich jetzt zum Beispiel, ich hätte gerne die ersten beiden Zeilen geklammert. Und hier hätte ich jetzt gern eine Akkulade und hier hätte ich gern eine Subklammer. Das dient bei, zum Beispiel sagen wir hätten jetzt einen großen Bläsersatz und den wollte ich aber nochmal unterteilen nach Holzbläser und Blechbläser, dann würde ich vielleicht mit dieser Subklammer arbeiten. Kommen wir nochmal zurück zu den Abständen, wie eben schon angesprochen. Wie können wir jetzt bestimmen, wie standardmäßig der Abstand zwischen zwei Notenzeilen oder zwischen einer Gruppe oder zwischen den Systemen sein soll? Da gibt es eine Möglichkeit und zwar unter Erscheinungsbild Notensatzregel Notenzeilen. Da gibt es oben den Bereich Layout und da haben wir genau diese Fälle jetzt hier aufgelistet. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich möchte schon hier zwischen den Notenzeilen doch ein bisschen mehr machen. Ich nehme jetzt einfach mal eine 8, dann schauen wir uns das mal an und jetzt sehen wir schon, dass das Ganze auseinandergezogen wurde. Wir gehen nochmal an dieselbe Stelle ran, wir setzen das mal zurück auf die 2 und schauen mal, wenn wir hier den Abstand zwischen den Gruppen erhöhen, was dann passiert. Dann sehen wir hier, die Notenzeilen selbst bleiben zusammen, aber wir haben ja durch die Klammer und die Akkulade, die Subklammer, haben wir ja Gruppen gebildet und jetzt ist entsprechend der Abstand zwischen diesen Gruppen verändert worden. Auch den setzen wir wieder zurück auf 2. Dann haben wir hier zusätzliche Spazien unter Gesangsnotenzeilen, also ganz klar Liedtext, Chormusik, auch den mache ich jetzt mal hoch. Und dann sehen wir hier, haben wir mehr Abstand, aber beim Klavier, das ist keine Gesangsnotenzeile, haben wir keine Änderung. Auch den setze ich wieder zurück auf 2. Das wäre jetzt oberhalb der Zeile für dynamische Objekte und andere Dinge. Und zwischen den Systemen könnte man auch noch sagen, hier, das erhöhen wir mal auf 10 und dann ist das hier auseinandergerissen worden. Dann ist das dritte System sogar auf die nächste Seite gesprungen. Wir gehen nochmal in dieses Fenster Notensatzregeln, Notenzeilen und hier unten ist auch eine ganz interessante Sache. Wir hatten ja eben in dem Instrumentenfenster, wo wir Instrumente hinzufügen und löschen konnten, ja die Möglichkeit 3 Größen für eine Notenzeile anzugeben und die wird hier genauer definiert, normal, mittel, klein und sehr klein und hier könnte ich jetzt reingehen, könnte die Größe oder die Prozentzahl global ändern und dann wäre die auch in dem Instrumentenfenster entsprechend geändert, falls ich da keine Größe finde, mit der ich jetzt arbeiten kann. Wenn eine Seite relativ voll ist und die Abstände zwischen den Systemen gar nicht mehr so groß sind und gut erkennbar,
dann kann es sehr hilfreich sein, sogenannte Systemtrennstriche dort einzufügen. Ich brauche das nicht sehr oft, aber ich brauche es schon mal. Und dann muss ich auch selbst jedes Mal suchen. Die gibt es auch in Sibelius in Notensatzregeln. Eben waren wir ja hier in Notenzeilen. Die befinden sich im Bereich Instrumente, Systemtrennstriche, erscheinen bei 3 oder mehr Notenzeilen, sage ich jetzt mal. Und ich hätte gerne links und rechts. Die Abstände lasse ich mal jetzt bei 0. Die kann man ja entsprechend anpassen, wenn das notwendig ist. Ich klicke auf OK und jetzt sehen wir hier diese Systemtrennstriche. So ein Zeichen hier, das kann man jetzt ja nicht anfassen, das ist fixiert, gibt es aber auch nochmal quasi als einzelnes Element im Bereich Notation, Symbole. Und dann kann man hier oben auf Suchen, System, da ist er schon, der Systemtrennstrich, und dann kann ich den jetzt hier auch dahin machen, wo ich ihn gerne hätte. So, für das letzte Thema, da machen wir uns mal gerade noch mal ein paar Instrumente hier weg. Wir nehmen das Klavier weg, aus Partitur löschen. Okay, und dann würde ich sagen, hier vorne, das stellen wir auch mal noch mal in den ursprünglichen Zustand her. Das heißt, wir Notation, Klammer, machen das nochmal so. Und jetzt hätten wir, wir machen uns mal noch über Start hinzufügen, mehrere Takte hinzu. Und zwar würde ich mal sagen, machen wir 48 Takte dazu, damit wir ein bisschen Material haben. So. Und gesetzt den Fall, wir wollten das jetzt alles in ein einheitliches Layout bringen, dann gibt es da natürlich auch eine Möglichkeit. Das macht natürlich jetzt bei den leeren Zeilen nicht viel Sinn, aber ich will euch die Funktion trotzdem zeigen. Markieren alles, ich gehe auf Start und dann gibt es hier Plugin und eine Funktion, ein Plugin einheitliches Layout. Und hier kann ich sagen, ich hätte gerne, sagen wir mal, 6 Takte pro System und ich hätte gerne 4 Systeme pro Seite und auf der ersten Seite hätte ich gern 3. Die Formatierung fixieren, Auftakt nicht berücksichtigen und so weiter. Das sind weitere Optionen. Wir klicken mal OK, gehen etwas weiter zurück und jetzt sehen wir tatsächlich hier, dass das Ganze in ein einheitliches Layout gefasst wurde. Das kann man dann aber am Schluss machen, wenn alles eingegeben ist, und dann muss man halt schauen, ob das so funktioniert. Bei vielen Werken wird es nicht sein, weil in einer Zeile Takte sind mit sehr vielen kleinen Notenwerten und vielleicht in einer anderen Zeile große Notenwerte. Da kann man ja mit ganz anderen Taktzahlen pro System arbeiten, aber wenn ihr die Funktion braucht, dann ist sie auf jeden Fall da. Noch eine wichtige Funktion. Ihr hättet jetzt hier, sagen wir mal, jede Menge Dinge verschoben und gemacht und dann irgendwie wärt ihr vielleicht ganz froh, wenn nochmal alles so wäre, wie es am Anfang war. Dann habt ihr hier unter Layout Notenzeilen ausrichten. Die Funktion Abstand darüber zurücksetzen. Wir markieren mal alles, Abstand darüber zurücksetzen und Abstand darunter zurücksetzen. Dann haben wir das Ganze nochmal in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Das andere wäre Notenzeilen ausrichten. Und das ist eine ganz wichtige Funktion. Jetzt, wenn die Partitur fertig geschrieben ist, dann kann man sagen, hier mit der ersten ausgewählten Seite oder mit der letzten ausgewählten Seite, rechte Seite mit gegenüberliegenden linken Seiten, linke Seiten mit gegenüberliegenden rechten Seiten ausrichten. Das wäre dann unter Umständen ganz sinnvoll, wenn man dann ab der zweiten Seite, weil in der Regel ja die erste Seite wegen Titel und anderen Angaben ja etwas anders ist, würde man erst ab der zweiten Seite das Ganze ausrichten, Notenzeilen ausrichten, hier entsprechende Informationen eingeben und dann würden die nachfolgenden Seiten dementsprechend ausgerichtet an der ersten ausgewählten Seite, wenn jetzt die Einstellung so ist.
Und noch ein allerletzter wichtiger Hinweis, eine tolle Funktion, das Ganze nämlich mit Stilvorlagen zu arbeiten. Dazu habe ich jetzt ein paar unnötige Noten hier eingegeben. Ich würde auch hier sagen, wir gehen mal nochmal auf Text, Stile, dass ich den Stil für den Titel mal ein bisschen ändere, fett kursiv, und wir machen das mal ein gutes Stück größer. So, und dann würde ich noch gerne den Komponistenstil hier ändern. Wie machen wir denn den? Den lassen wir normal, aber wir machen mal einen Rahmen drumherum. So, und jetzt hättet ihr noch viele andere Dinge vorgenommen, die Ränder hättet ihr eingestellt und viele andere Dinge. Das wäre jetzt eine Stimme von vielen gewesen, und jetzt macht ihr die nächste Stimme auf. Und hättet ihr aber auch genau gerne all diese Änderungen und müsstet die ja jetzt normalerweise wieder alle von Hand vornehmen. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ihr könnt hier oben unter Erscheinungsbild auf Stilvorlagen exportieren gehen. Und da nennt ihr das Ganze jetzt nach eurem Gutdünken. Ich nenne das jetzt mal Alwin 1. Jetzt habe ich den Stil für dieses Dokument exportiert. Und wenn ich jetzt in eine neue Partitur gehe, ich mache das hier jetzt einfach mal zu und mache eine andere auf. Und jetzt hätte ich gerne genau die gleichen Einstellungen, die ich eben vorgenommen habe für dieses Dokument. Dann gehe ich auch auf Erscheinungsbild, Stilvorlagen importieren, und da haben wir jetzt hier oben die Alwin 1 und auch viele andere natürlich. Okay. Und jetzt seht ihr, ist auch der Titel entsprechend und der Komponist genauso, wie ich es eben festgelegt habe, und alle anderen Änderungen, die wir jetzt nicht so direkt sehen, würden auch übernommen. Das ist eine große Erleichterung für euch. Wenn ihr einmal diese Dinge so definiert, könnt ihr sie über Stilvorlagen überall da abrufen, wo ihr sie wieder braucht. War da was dabei für euch? Konntet ihr mit meinen Tipps irgendwas anfangen? Das würde mich natürlich sehr freuen. Ihr dürft mir gerne ein Like dalassen, auch den Kanal abonnieren. Habt ihr Fragen, Tipps, Hinweise? Wisst ihr ja wie immer, das dürft ihr gerne in den Kommentaren loslassen. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Macht's gut, bis dann. Euer Alwin Michael Strohnen. Ciao.